Und dann kam aber was und das hat den Vogel abgeschossen und das erzähle ich euch jetzt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es darum gehen, warum ich damals die Ausbildung nach dem ersten Jahr abgebrochen habe, was meine Beweggründe waren und vielleicht auch ein paar Tipps, die euch helfen können, wenn ihr auch nicht gerade glücklich in eurer Ausbildungsstelle seid, sei es wegen der Arbeit an sich oder eben wegen den Kollegen oder wegen dem Chef oder wie auch immer. Ich werde euch heute auf jeden Fall erzählen, was meine Beweggründe waren, warum ich das abgebrochen habe und was ich dabei gedacht habe, wie ich mich gefühlt habe. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht auf meinem Tablet, einfach um nichts Wichtiges zu vergessen. Deswegen könnte es sein, dass das Video ein bisschen mehr geschnitten ist als meine Videos normalerweise, einfach weil ich immer mal wieder drauf schaue und die Pausen sonst zu lang wären. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal ausholen, einfach, dass ihr auch mitbekommt, wie es dazu kam, überhaupt mit der Ausbildung. Am besten holt ihr euch eine Tasse Tee oder trinkt einen Kaffee und macht es euch gemütlich, denn dieses Video wird vielleicht ein bisschen länger werden. Alles fing an 2016, da ging ich in die Bewerbungsphase. Finn war fast 3 Jahre alt und ich habe mich einfach dazu entschlossen, nochmal eine Ausbildung zu machen. Wusste aber nie und sehr, sehr lange, was ich machen soll, weil nur Büro wäre mir zu langweilig gewesen. Medizin hat mich schon immer interessiert, aber ehrlich gesagt kam ich nie auf die Ausbildung einer medizinischen Fachangestellten, weil dieser Beruf einfach sehr, sehr schlecht bezahlt ist und ich mir auch gar nicht sicher war, was man da alles machen muss. Also eigentlich dachte ich, die lesen einfach die Karte ein und dann war es das eben. Und habe mich dann einfach da mehr erkundigt. Bin zur Berufsberatung gegangen und die haben mir einfach auch erzählt, was zu einem Bild von einer MFA passt, was die eben genau machen alles, und es hat sich dann sehr interessant für mich angehört, weil es einfach 3 Sparten sind. Also einmal hat man Untersuchungen, die man selber macht, man hat trotzdem Schriftverkehr und Verwaltungsaufgaben. Und ja, das hört sich einfach sehr abwechslungsreich und gut an und deshalb habe ich dann angefangen, mich 2016 zu bewerben. Finn kam in den Kindergarten. Es gibt ja auch noch Videos, als ich mich sehr gefreut habe, dass ich die Ausbildung bekommen habe. Ich habe mich genau beworben, hatte dann auch einen Probearbeitstag bei dieser Ausbildungsstelle, die ich dann später auch bekommen habe. Ich war überglücklich, diese Ausbildung bekommen zu haben, war hochmotiviert und ja, durfte da einfach ein bisschen Probe arbeiten und es war alles schön. Auch schon da, als ich da Probe gearbeitet habe, habe ich mitbekommen, wie der andere Azubi da behandelt wurde. Und zwar, ich weiß nicht, um was es ging, ich weiß nur, ich habe gehört, du bist jetzt schuld, wenn der stirbt. Und da dachte ich schon, oh, okay. Was war das wohl für ein Fehler? Mittlerweile denke ich, sie war Azubi und wenn jemand schuld wäre, dann wohl eher jemand Ausgelerntes, der es ihr nicht richtig beigebracht hat. Ich denke, dass es darum ging vielleicht, dass sie einem Patienten kein Medikament aufgeschrieben hat oder vergessen hat, ihm das Rezept zu geben oder wie auch immer. Irgendwie sowas. Schon alleine, dass man einem Azubi sowas sagt und so einen Vorwurf macht, finde ich krass. Jedenfalls habe ich da angefangen und meine Hauptaufgabe bestand darin, Papierakten zu sortieren. Das heißt, die hatten Milliarden viel Schränke und in diesen Schränken waren die ganzen Akten nach Alphabet. Dann gab es noch die Kassenschränke und einen privaten Schrank, weil es Privatpatienten einfach weniger gibt als Kassenpatienten. Und meine Tagesaufgabe bestand darin, die Akten von den Patienten, die am nächsten Tag kommen, rauszusortieren. Und das waren wirklich sehr, sehr viele. Und die vom Vortag wieder einzusortieren. Und klar, wenn man erst in einer Praxis anfängt, dann sollte man solche Sachen machen, um sich einfach mit dem System vertraut zu machen. Irgendwann, so nach 6, 7 Monaten, in der Schule war übrigens alles Paletti, ich kam dann da in die Schule, mich hat das Thema einfach mega interessiert, denn als MFA lernt man nicht einfach nur, wie man Karte ein- und aussteckt, sondern man lernt wirklich alles über den Körper, weil man einfach nachvollziehen muss, wie der Körper funktioniert und warum er vielleicht nicht so funktioniert, wenn ein Mensch eine Krankheit hat. Und die Ausbildung als MFA, was ich damals auch nicht wusste, alle Fachgruppen sind in einem. Das heißt, man geht auch wirklich den kompletten Körper durch.
die Niere, das Herz, die Lunge, die Knochen, Blutsystem, alles eben. Und das erste Lehrjahr war auch Knochen. Ich war damals auch bei einem Orthopäden. Und wie gesagt, ich habe immer nur Akten sortiert. Ich habe mitbekommen von anderen aus meiner Klasse, was die einfach jetzt alles schon machen können. Mit Blutentnahmen, Verbänden, Mitschreiben nach Diktat und so weiter. Und ich denke immer nur, okay, ich sortiere nur Akten. Und ja, das war eigentlich schon mein erstes Problem da dann. Und ich habe das auch mal angesprochen. Und es hat sich aber so an sich eigentlich nichts verändert. Ich kam mir einfach vor wie eine billige Arbeitskraft. Mir wurde auch sehr oft gesagt, also wenn man wirklich tagtäglich 8-9 Stunden am Stück, manchmal auch ohne Pause, Akten ein- und aussortiert, dann sieht man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wobei ich das ja anscheinend gut gemacht habe. Ja, aber irgendwann passiert es einfach auch mal, dass man was falsch einsortiert oder dass man irgendwas nicht findet. Ich hatte jedes Mal Angst, wenn ich eine Akte nicht gefunden habe. Es war ja immer Azubi-Arbeit und wie gesagt, nach so ein paar Monaten immer nur das Alphabet rauf und runter. Übrigens, meine Finger, die waren hier total wund immer von dem. Ja, wird man vielleicht nachlässiger oder findet was nicht, weil vielleicht ein Azubi davor es nicht richtig einsortiert hat. Ich hatte jedes Mal extreme Angst, wenn ich eine Akte nicht gefunden habe, weil ich da richtig zusammengestaucht wurde. Und zwar gab es da 2 Kolleginnen, der Rest war wirklich in Ordnung, waren ganz nette Mädels, aber es gab 2, die ganz, ganz schlimm waren. Die eine war quasi so die Art Praxismanagerin, hat jede Praxis, und die andere, weiß nicht, wäre es wohl gern gewesen, keine Ahnung, es war so eine Halbtagskraft. Und die 2, wenn die zusammen waren, die waren immer an der Anmeldung, die haben auch nichts anderes gemacht, als an der Anmeldung zu sein, haben sich hingesetzt und laut vor einem über einen gelästert. Also ich habe mal mitbekommen, da hat auch eine neu angefangen, das war eine Krankenschwester, die hat neu angefangen, durfte natürlich auch Akten sortieren. Und dann fängt es auf einmal an, siehst du das? Wie die Akten sortiert, die kann das nicht mal, die kann nicht mal das Alphabet. Dann sagt die andere, ja, also die ist schon verdammt dumm und blöd und so extra vor ihr. So ging das immer, es waren immer so Sticheleien oder man durfte sich anhören, dass das, was ich gerade leiste, ja Pipifax ist. So mit so ein bisschen Schule und ja, weil ich vielleicht manchmal 2-mal in der Woche nicht da bin, wegen der Berufsschule. Das ist ja alles sowas von einfach, und da ist mir dann auch mal die Hutschnur geplatzt. Da habe ich dann auch mal gesagt, dass es absolut gar nicht einfach ist, denn auch als Azubi ist es so, ich habe ein Kind zu Hause, klar hat nicht jeder. Ich muss in die Schule, ich muss dafür lernen, ich muss gut in der Schule sein und dann in der Arbeit muss ich noch funktionieren. Und dann musste ich auch noch immer mit, oder was heißt immer, musste ich mit auf Hausbesuche. Wenn alle anderen frei hatten, musste ich dann, weil ich im ersten Lehrjahr war, die andere war im 3. Verständlich, sie musste sich auf ihre Prüfung vorbereiten. Deshalb musste sie da lernen und ich sollte eben immer mit. Dazu kam auch noch, dass ich über eine Stunde fahren musste. Ich habe in diesem einen Jahr Ausbildung 3 Unfälle gehabt, weil es eine ganz, ganz blöde Spur war, eine ganz blöde Straße und wie gesagt über eine Stunde fahren. Ich musste um 5:30 Uhr aus dem Haus und kam manchmal erst um 21, 22 Uhr nach Hause oder sogar um 23 Uhr, kam auch vor. Es hat einfach eine ganz schlimme Hierarchie da geherrscht. Es wurde einem nichts erklärt, man sollte einfach nur funktionieren. Wenn ich mal was anderes als Akten sortieren machen durfte, wusste ich nicht, durfte auch nicht fragen. Ich wusste nicht, warum ich das mache. Ich sollte einfach funktionieren. Wenn ich gefragt habe, warum ich das mache, um das nachvollziehen zu können, dann kam einfach eine blöde, pampige Antwort, dass man jetzt keine Zeit hat. So passieren natürlich Fehler, denn wenn du irgendwas machst, von dem du keine Ahnung hast, du weißt nicht warum oder wie das dann zusammenpasst, also so geht es mir zumindest, dann machst du Fehler, weil du bedenkst dann nicht weiter, weil du ja nicht weißt, wie es weitergeht. Ich habe auch von der Azubi erzählt, die da auch war, die da zu dem Zeitpunkt gerade im 3. Lehrjahr war, und die war immer, ja, sehr hektisch, sehr zittrig, wirklich. Sie war immer so am Zittern und ich dachte einfach, das wäre ihr Wesen. Bis mir aufgefallen ist, dass die einfach so gehetzt wurde,
dass die war nur am Rennen, die stand nur unter Strom, die war immer zittrig. Es war aber auch eine ganz liebe, aber die wurde auch von jeder Seite fertig gemacht. Und ja, das habe ich alles an der Probearbeit, das habe ich da einfach noch nicht so mitbekommen, sonst wäre ich da vielleicht auch gar nicht hin. Auf jeden Fall kamen öfter mal Sachen vor, da dachte ich mir, nee, das geht nicht, ich muss da weg. Ich habe dann auch immer mal nach anderen Stellen gesucht, weil einfach diese persönlichen Beleidigungen und die Tatsache, dass ich da nichts lerne, sondern einfach nur funktionieren soll, aber mir auch nichts beigebracht wird, mich dazu bewegt haben. Denn ich habe mir einfach vorgestellt, wenn ich mich jetzt woanders bewerbe und da anfange und einfach 3 Jahre lang nur das Alphabet auswendig gelernt habe und nur Akten sortiert habe, und halt schulisch war ich ja gut. Also ich war in der Schule ja eigentlich immer eine von den Besten. Hatte eigentlich viele Einsen, ja auch mal Zweien, aber eigentlich glaube nie einen 3, weil es mich einfach so mega interessiert hat. Was bringt mir das, wenn ich mich jetzt woanders bewerbe und die sehen alle mein Zeugnis, denken, wunderbar, die hat's voll drauf, wow, super, die nehmen wir auf jeden Fall, und ich kann dann da überhaupt nichts und verstehe keinen einzigen Schritt, den eine medizinische Fachangestellte durchführen sollte. Ich hatte dann immer noch die Hoffnung, ich habe es ja bei der im 3. Lehrjahr gesehen, dass sie dann ein bisschen mehr durfte, aber zum Beispiel auch an der Anmeldung, da durfte ich eigentlich gar nichts machen, und mir wurde es nicht erklärt, ich wurde dann da einfach mal hingesetzt. Und dann wurde gesagt, ja, jetzt lese mal ein. Dann habe ich die Karte reingesteckt und dann einfach auf Weiter, wie auch immer. Und dann hieß, ja, oh, du musst das machen und das und das und das. Und das hast du vergessen. Und ich denke, ich sitze hier gerade zum ersten Mal, kein Schwein erklärt es mir. Hallo? Ja, und dann wurde einfach wieder darauf spekuliert, wie dumm ich doch bin und was weiß ich. Einfach absolut gar kein Verständnis für jemanden, der das einfach noch nie gemacht hat. War dann auch sehr oft krank in dieser Zeit, und zwar nicht so, oh, ich habe Bauchschmerzen, sondern ich war wirklich krank. Ich war durchgehend erkältet. Meine Erkältung ging nicht mehr weg, und das fand ich so krass einfach, dass ich wirklich durchgehend erkältet war. Ja, dass der Körper wirklich selber gezeigt hat, wow, jetzt reicht's. Habe da auch öfter mal gefehlt und habe auch irgendwann in dieser Zeit mal einen Instagram-Post gemacht und euch erklärt, warum ich gerade so wenig aktiv bin, dass ich einfach heftige Arbeitszeiten hat, wie man es einfach auch so hat in medizinischen Bereichen. Und diese eine Kollegin von diesen beiden, diese Halbtagskraft, die hat das gesehen, die war da auch, und ich hatte, glaube ich, mein Arbeitst-T-Shirt an. Da stand keine Praxis, nichts drauf, darauf habe ich geachtet, steht auf diesen T-Shirts nicht drauf. Die hat sich dann beim Chef beschwert, ich würde hier die Arbeit schlecht machen. Und der Chef, der kam dann auch 2 Wochen später oder so zu mir, da sollte ich ein Gerät lernen zur Knochendichte-Messung. Und dann hat er noch zu mir gesagt, wollen Sie ein Bild davon machen? Und ja, einfach schon wieder so persönliches Zeug. Diese eine Kollegin, also die andere, die war verbittert. Ich glaube, die hatte einfach keine Lust mehr, die war jetzt kurz vor der Rente. Das passiert mit Menschen, und ich hatte eigentlich auch immer, oder war immer der Überzeugung, jemand wird nur so boshaft, wenn er irgendwas Schlimmes erlebt hat, irgendwas ist mit dieser Person. Ich muss aber sagen, bei dieser Halbtagskraft sich mein Denken da komplett gedreht. Bei ihr denke ich, sie ist einfach grundlos boshaft. Ja, also so wie sie mit mir umging, wie sie auch mit der anderen umging. Wenn man selber mal was zu ihr gesagt hat, also wenn die Praxismanagerin sich erdreist hat, mal was zu ihr zu sagen, dann hat die einfach nicht mehr mit ihr geredet, oder es kam eine trotzige Antwort von wegen, dann sage ich eben gar nichts mehr. Woran man merkt, dass sie genau weiß, wie sehr einen solche Sachen treffen, sonst hätte sie selber nicht so reagieren. Ich finde, das macht es noch viel boshafter. Es gibt Menschen, die sind einfach so ein bisschen abgestumpft bei sowas. Sie denken dann, warum macht ihr jetzt so ein Theater? Ist doch gar nicht schlimm, weil sie selber nicht so empfinden. Aber sie selber fand ja alles sofort schlimm und war sofort sauer. Deswegen wusste sie genau, was sie da anrichtet. Jetzt geht gerade der Akku leer. Das heißt, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause und dann rede ich weiter. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Faden verloren. Wir waren, glaube ich, gerade dabei, wie furchtbar boshaft eine dieser Kolleginnen war. Übrigens war das nur so extrem schlimm, wenn beide auf einmal da waren.
War die eine alleine, war es nicht so, da war die auf einmal stinkfreundlich und war die andere nicht da, war die genauso stinkfreundlich. Da war es schon so, dass ich mir langsam überlegt habe, ob ich vielleicht einfach zu empfindlich bin oder ob das jetzt wirklich schon langsam an Mobbing grenzt und ein Problem ist. Und habe mich mit Mitschülerinnen darüber unterhalten, habe mich mit meinen Lehrern darüber unterhalten, wie es einfach bei uns abläuft. Alle haben mir eigentlich das Gleiche gesagt. Nein, das ist nicht normal, dass man nichts beigebracht bekommt, aber dann trotzdem dafür Ärger bekommt, wenn man es dann falsch macht. Ich habe mich da einfach schon umgeschaut. Die Lehrerin damals, die gab mir den Tipp, ich soll auf jeden Fall nicht einfach kündigen, was eigentlich auch gar nicht mehr nach der Probezeit geht. Das ist ein bisschen kompliziert. Sondern ich soll mich jetzt erstmal umschauen. Es hat einfach eine Weile gebraucht, weil ich dann immer wieder dachte, nee, es ist doch nicht so schlimm und dann waren sie doch mal einen Tag wieder echt nett und dann kam aber was und das hat den Vogel abgeschossen und das erzähle ich euch jetzt. Und zwar habe ich ja vorhin erwähnt, dass die Azubis immer Hausbesuche machen mussten. Und zwar gab es zwei Chefs, den Seniorchef und dann den Juniorchef, der dann später seine Praxis übernommen hat. Und der Seniorchef hat aber immer noch die Hausbesuche in Altenheimen gemacht. So, da war einmal eine Kollegin mit mir dabei, um mir so ein bisschen zu zeigen. Und ja, ich war dann dabei, habe mir eben alles aufgeschrieben. Trotzdem hat sie halt noch viel von den Aufgaben übernommen, als sie da dabei war. Wahrscheinlich, weil es ihr auch zu langsam oder allen einfach zu langsam gewesen wäre, hätte ich das gemacht. Und war dann auch schon öfter bei Hausbesuchen dabei. Kam dieser eine Tag. Und ich glaube, das wurde immer quartalsweise gemacht, also alle 3 Monate, wenn ein neues Quartal angefangen hat. Und sind eigentlich auch alles Patienten gewesen, die nicht neu waren. Beziehungsweise doch, es waren ein paar neue dabei. Ich hatte da so eine Liste und da musste ich einfach dann draufschreiben, was diese Patienten haben an Dauerdiagnosen. Also Sachen an Krankheiten, die nicht mehr weggehen. Das habe ich auch gemacht. Und dann hatten wir noch so ein mobiles Lesegerät dabei, in dem wir die Karten eingelesen haben. Diese Altenheim-Abrechnung, ich hatte ja generell überhaupt gar nichts mit Abrechnung zu tun, das wurde mir auch nicht beigebracht, machte diese Halbtagskollegin. Und ich habe ihr da noch gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, wie das alles funktioniert und dass ich hoffe, dass ich es richtig mache. Und dann hat sie gemeint, ja, ich brauche mir da keinen Kopf machen. Sie guckt da danach und wenn irgendwas falsch ist, da kann nichts Schlimmes passieren. Dann war ich also bei diesem Hausbesuch und auf die Liste sollte ich auch draufschreiben, von wem die Versichertenkarte eingelesen wurde und von wem nicht. Das hat mir dann der Chef gesagt und dann dachte ich noch, super, gut, endlich mal einer, der mir sagt, warum und wie und was. Habe ich dann gemacht. Und das war's dann. Am nächsten Tag, musste ich alle Karten wieder raussuchen von diesen Patienten aus dem Altenheim. Und habe der Kollegin eben gesagt, ja, dass sie bitte nochmal drüber schauen soll, ob das alles so in Ordnung ist oder ob ich irgendwas vergessen habe oder falsch gemacht habe, weil ich ja die Arbeitsabläufe nicht nachvollziehen konnte. Ne? Ich habe ja einfach nur machen sollen, aber wusste eigentlich im Endeffekt gar nicht, was ich gemacht habe oder warum ich das gemacht habe. Und dann meinte sie, ja, sie guckt, dann passt schon. Dann vergingen 2 Wochen, in denen sie da nicht danach geschaut hat und eines Tages hat sie mal danach geschaut und meinte, ja, ich habe nicht bei jedem die Diagnosen aufgeschrieben und das hätte man machen müssen. Und ich, ja, wie gesagt, ich konnte es nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe den Arbeitsablauf generell nicht ganz verstanden, warum man das braucht und so. Mittlerweile schon. Mittlerweile habe ich ein bisschen Arbeitserfahrung und verstehe auch die Zusammenhänge, was aber nicht deren Verdienst ist. Ja, und dann hat sie nichts mehr weiter dazu gesagt, nicht wie man das löst, dieses Problem oder sonst was. Das waren aber dann eben die Patienten, die nicht neu waren. Das heißt, so eine Dauerdiagnose, soweit dachte ich da schon, die hat man ja schon davor gehabt. Die hatte man schon das Quartal da davor und da davor. Ne? So orthopädische Sachen einfach, zum Beispiel Osteoporose. Das ist was, das hat man und das kriegt man auch nicht mehr weg. Und die habe ich nicht aufgeschrieben. Okay, dann sind ein paar Stunden vergangen. Ich war wieder beschäftigt, die Getränkestation aufzufüllen, das Wartezimmer sauber zu machen, das Klo zu putzen, wie immer, und Akten zu sortieren.
Und dann kam diese Kollegin irgendwann und hat gesagt, Jutta, komm mal mit. Okay, ich komme mit. Dann sagt der Juniorchef, Moment, da muss ich dabei sein. Und dann dachte ich mir schon, okay, was kommt jetzt? Ja, dann war diese Kollegin, ich, der Juniorchef, der Seniorchef und noch eine andere Kollegin, die ihm, dem Juniorchef, assistiert dabei. Und dann ging's los. Dann hat dieser Seniorchef, der eigentlich an sich nett war, der ist eben noch vom alten Schlag, aber da, also das war heftig und das hat mich auch dann im Endeffekt dazu bewegt zu gehen. Der hat mich sowas von zusammengestaucht. Er fing einfach an, ja, wie man einfach so dumm sein kann und er musste mir ja sogar erklären, dass man die Versichertenkarte, dass man das draufschreiben muss noch, dass man die eingelesen hat, was für mich auch nicht nachvollziehbar war, denn wenn man so ein Gerät dabei hat und die einliest, dann ist diese Karte da drin. Warum muss man die bitteschön da noch aufschreiben auf einem Blatt Papier? Wie man eigentlich so dumm sein kann und dass er mir das eben extra sagen musste, dass ich sowas nicht selber kann. Wenn ich so unfähig bin, bin ich da fehl am Platz, alles kaputt und am Arsch ist und die arme andere Kollegin jetzt das alles meine Fehler ausbaden muss, die ganze Abrechnung futsch ist. Und ja, die Abrechnung, das ist einfach das, wie der Arzt zu seinem Geld kommt. Ne? Sowas ist bestimmt ärgerlich. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber wie er mit mir geredet hat, ich kann es auch nicht mehr ganz so wiedergeben. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich schon 3 Jahre her. Und ja, ich weiß nur, das Ende vom Lied war, 4 Leute standen da drin. Ich wurde fertig gemacht, ja. Ich stand alleine da, bin sehr konfliktscheu. Ich hasse Diskussionen, ich gehe sowas gerne aus dem Weg und deshalb halte ich auch meistens meinen Mund, besonders wenn ich so angeschrien werde. Ich habe einmal versucht, mich zu rechtfertigen, habe gesagt, dass gesagt wurde, mir wird da geholfen. Da wurde einfach von dieser Kollegin gemacht, ja, und ich wurde weiter angeschrien. Somit habe ich das dann auch gelassen und wollte natürlich einfach so schnell wie möglich raus aus dieser Situation, denn wie gesagt, ich flüchte gern aus solchen unangenehmen Situationen. Ich sage dazu nichts, ich denke mir meinen Teil, es ist auch noch bis heute so, ist vielleicht auch nicht immer ganz richtig, aber so bin ich nun mal. Ich bin nicht jemand, der draufschlägt. Wenn ich ungerecht behandelt werde, dann mache ich einfach zu, beziehungsweise will so schnell es geht raus aus dieser Situation und das geht am schnellsten, indem man einfach Ja und Amen sagt. Ich habe mich dann auch entschuldigt und wusste nicht mehr genau, für was ich mich entschuldigt habe. Und das war einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat dann. Und ab da war meine Denkweise über diese ganze Praxis eigentlich anders. Und ich hatte keine Hoffnung mehr, dass es irgendwie besser werden könnte oder so. Ich bin dann raus. Ich bin dann kurz in unseren Pausenraum zu meinem Handy und habe per WhatsApp probiert, Paddy zu erklären, was gerade los ist, der mich kaum verstanden hat und sich gefragt hat, was da jetzt passiert ist, weil ich so am Heulen war. Weil ich so unfair fand. Ich fand es einfach so unfair, wie die mich in die Pfanne gehauen hat, obwohl die mir gesagt hat, ja, und wenn was ist, dann schauen wir und was weiß ich. Und dann macht die sowas. Und ab da wusste ich, ich will da weg. Das wird niemals ein gutes Arbeitsverhältnis zwischen uns sein. Ich habe mich dieses Jahr echt bemüht. Ich habe selber schon an mir gezweifelt, ob ich wirklich einfach zu dumm zu allem bin. Und ich hatte gar kein Selbstvertrauen mehr. Wie gesagt, ich war oft krank. Und das hat mir gereicht. Unkollegialer geht's nicht. Und ich weiß noch, die einzige, die überhaupt wusste, dass ich vorhabe zu wechseln, war die Azubi im 3. Lehrjahr. Den anderen habe ich es nicht erzählt. Es gab noch viele andere nette Mädels. Wie gesagt, das waren wirklich die 2 und einfach das Verhalten von dem Chef da. Und dann noch das, dass dann der andere Chef auch noch mit rein musste, nur um zuzuschauen, wie ich fertig gemacht werde. Eben dies war der Grund und dann eben einfach noch, dass ich einfach wirklich nichts gelernt habe. Ich habe einfach immer diese Idiotenarbeit gemacht. Klar, die muss auch jemand machen, aber dann doch bitte nicht ausschließlich nur die Azubis oder in dem Fall ich, weil ich einfach die letzte Azubi war. Ich habe mir einfach Sorgen gemacht, schulisch war ich wirklich gut, wie gesagt, weil es mich interessiert hat und da muss man sich doch fragen, woran es liegt. Da muss man sich doch fragen, wenn ich anscheinend so scheiße bin in der Arbeit, warum bringe ich dann eine Eins nach der anderen mit?
ist doch komisch. Dann liegt es vielleicht doch nicht daran, wie ich was aufnehme oder wie ich lerne. Das war dann das erste Mal auch, wo ich dann nicht gedacht habe, okay, das wird wieder oder vielleicht ist es doch nicht so schlimm, weil das war so schlimm für mich, dass ich gesagt habe, nein, das war's. Und auch Paddy hat mir gesagt, ich soll jetzt bloß keinen Rückzieher mehr machen, weil der auch einfach richtig geschockt war. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der so nah am Wasser gebaut ist oder immer sofort aufgibt, wenn es schwieriger wird. Ich habe schon in anderen Berufssparten gearbeitet, in denen man auch gerne mal so ein bisschen zusammengefaltet wird, aber einfach dann berechtigt, ja. Hätte ich diesen Fehler gemacht, weil ich es hätte besser wissen müssen, weil es mir jemand erklärt hat, dann wäre das alles wieder ein bisschen ein anderes Thema gewesen. Klar hätte man das dann auch anders kommunizieren können, aber das, mich einfach ins kalte Wasser zu schmeißen und mir dann noch Ärger zu geben, weil ich es falsch gemacht habe, weil ich nicht wusste, wie man es macht und nur funktioniert habe, wie es da gewünscht war. Es war zu heftig. Habe ich noch versucht, mit diesem Juniorchef, der dann die Praxis übernommen hat, zu reden. Ich habe alles aufgeschrieben, wirklich jede kleine Beleidigung, alles einfach, um mir mal vorzulegen, wie sein Personal mit den Azubis umgeht oder auch mit anderem Personal. Also ich war ja bei weitem nicht die Einzige. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt besonders auf dem Kicker gestanden wäre, aber diese zwei, die dachten einfach, sie können alle runterdrücken. Ich habe da mit ihm gesprochen, ich habe ihm dann gesagt, wie unglücklich ich bin und warum und dass ich das Gefühl habe, ich lerne nichts und dass ich gerne mehr lernen würde. Und wie gesagt, jemand, der keinen Plan hat von der Abrechnung, dann trotzdem irgendwie zu Hausbesuchen zu schicken, wo es eigentlich nur um die Abrechnung geht, das ist halt, ja. Und er hat auch gesagt, er ändert was, er hat auch ein bisschen was probiert, es gab danach auch ein Teamgespräch, er hat es einfach mal so ein bisschen angesprochen, jetzt nicht, dass ich irgendwas gesagt habe, aber einfach, ja, wie der Umgang miteinander ist und so. Es hat aber nichts gebracht. Er hat dann auch noch ein paar andere Versprechungen gemacht, wie er das ändern möchte. Das ist aber dann auch nicht passiert und so kam ich dann zu dem Entschluss, ich bewerbe mich jetzt woanders. Leute, wenn ihr sowas macht, dann bitte, wie gesagt, sagt nicht einfach, mir reicht's und geht oder kündigt oder macht einen Aufhebungsvertrag oder sonst was, sondern kümmert euch erst um eine neue Stelle. Zum Beispiel bei MFAs ist es so, da darf man, glaube ich, 6 Wochen darf man ohne Ausbildungsstelle sein, solange darf man die Berufsschule noch besuchen. Da hat er auch schon mit meinen Lehrern drüber geredet, die hat mir eben auch diesen Tipp gegeben, ich soll mir erst was suchen und es dann ansprechen. Und dann habe ich mich beworben. Ich habe auch wirklich nur diese eine Bewerbung gebraucht. Das ist jetzt diese Stelle, wo ich immer noch bin. Und habe einfach diesem Chef da erklärt, meinem jetzigen Chef, was los ist, dass ich einfach zu wenig lerne, dass furchtbare Bedingungen sind, dass wir keine Pausen haben, etc. pp. Und dass ich mir einfach am meisten darüber Sorgen mache, dass ich nichts lerne. Dann haben wir eben so drüber geredet und er meinte dann, mal ein paar Tage Probe arbeiten, mal ausprobieren. Diesen Arbeitsprobetag gemacht und es war alles ganz anders, wie ich es überhaupt nicht kannte. Mir wurde von Anfang an alles gezeigt. Von Anfang an durfte ich Untersuchungen machen. Mir wurde alles Schritt für Schritt erklärt. Und auch diese damalige Praxismanagerin da hat mir versprochen, wenn ich da anfangen möchte, wird sie sich für mich einsetzen, weil sie findet, ich würde gut ins Team passen und sie wird mir auch versprechen, dass sie mich richtig ausbildet. Ja, und ich war auf jeden Fall dann gleich verliebt. Das war auch eine kürzere Strecke. Ich hatte da keinen einzigen Unfall, außer dass mir einmal der Auspuff abgefallen ist, aber es hat nichts mit der Strecke zu tun, sondern mit meinem schrottigen Auto. Dann habe ich da eben dann nach auch ein bisschen hin und her, so 3 Mal, glaube ich, war ich da, meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben zur Weiterführung. Habe dann auch die Schule gewechselt und habe es meinem Chef und so aber noch nicht gesagt. Ich wusste echt nicht, dass es so schnell geht. Auf jeden Fall war ich dann halt da noch weiter in der Arbeit. Sollte dann einfach aufs 2. Lehrjahr hin, sollte ich dann da anfangen. Und dann kam auf einmal ein Fax von der Ärztekammer, wo einfach drin stand, ja, dass ich die Ausbildung ja wechsle, einfach die Angaben, meine Kranktage, alles, das wird ja alles verrechnet, wenn man zu viele Kranktage hatte, was bei mir auch knapp war durch diesen ganzen Stress und Scheiß, muss ich sagen. Sieht es einfach, dass der neue Ausbilder das bekommt und mein Chef, dem habe ich das noch nicht gesagt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es so schnell abgewickelt wird. Normalerweise ist die Bürokratie ja immer ein bisschen anders. Das war ein bisschen scheiße, das gebe ich zu. Er hat auf jeden Fall dieses Fax gesehen und dann gesagt, das ist ein Witz, oder? Und ich, oh nein, ich dachte nicht, dass es so schnell geht. Und dann hat er mich in sein Zimmer gerufen und gefragt. Und man hat gemerkt, er ist enttäuscht gewesen. War auch ein bisschen beleidigt. Und
Habe ihm halt nochmal erklärt, weshalb und dass es nicht an ihm liegt. Es lag auch wirklich absolut nicht an ihm. Also er war wirklich ein toller Chef. Auch damals, als ich diesen Unfall hatte, ohne Probleme, hat er gesagt, ich muss heute nicht kommen, ich soll mich erstmal um mein Auto kümmern. Und mir tat es auch leid. Ich wollte eigentlich auch nicht weg von den anderen Kolleginnen, die da so nett waren, aber es ging einfach nicht anders. Und das habe ich probiert, ihm zu erklären. Und ich habe ihm dann auch noch gesagt, ja, dass bevor ich gehe, dass ich jetzt auch nicht vorhabe, irgendwie krank zu machen, bis ich dann da anfange. Ne? Und dass ich auch das, also ich habe dann die Knochendichte-Messung beigebracht bekommen. Das war das Einzigste. Aber ich glaube, das war auch, also das war das, was er in die Wege geleitet hat, dass ich mal was anderes lerne. Nicht einfach jetzt nicht mehr komme, sondern dass ich einlernen werde, dass ich das gerne jeder Kollegin zeige, die sich das aufschreiben kann in Ruhe und alles. Ja, er wollte mich dann aber schneller loswerden, als es geplant war. Also eigentlich dachte ich, ja, bis August eben. Aber da waren dann Praxisferien und er hat mir dann einen Aufhebungsvertrag gemacht ab Juli und ich dachte, okay, den unterschreibe ich, bevor ich irgendwie gar nichts habe, weil er hätte auch Nein sagen können. Also das geht auch, wenn ihr in einer Ausbildung seid und diese Probemonate vorbei sind, dann kommt ihr so leicht da nicht mehr raus. Ich meine, normalerweise, logische Schlussfolgerung für mich ist, wenn ich eine Beschäftigte habe und die da nicht mehr arbeiten will, dann lasse ich die natürlich gehen, weil es bringt mir nichts und es bringt ihr nichts. Aber es gibt anscheinend durchaus Chefs, die einem das verbieten und dann hat man wirklich ein Problem. Deswegen habe ich es unterschrieben. Ich habe dann nochmal mit meinem neuen Chef geredet, ob ich vielleicht schon im August so ein bisschen anfangen kann. Einfach auch, um diese Lücke auszugleichen und ich habe dann, glaube ich, 20 Stunden für diesen Monat gearbeitet. Da gibt es auch ein paar Vlogs davon. Dann war ich bei meiner neuen Stelle. Ich habe da sehr, sehr, sehr viel mehr gelernt. Nicht nur, weil es eine andere Fachrichtung war, sondern weil man wirklich geguckt hat, dass ich es kann. Ich konnte dann alles. Ich konnte die Blutentnahme, ich konnte Abrechnung, ich konnte andere Untersuchungen, ich konnte die ganzen Verwaltungsaufgaben und so weiter. Wirklich, da habe ich dann das gelernt, was ich lernen wollte. Meine Noten sind auch gleich gut geblieben, obwohl es dann eine andere Schule war, aber im Grunde war alles relativ gleich. Also es war dann ein bisschen schwierig, das erste Lehrjahr für die Prüfung zu lernen. Da hatte ich dann einmal von einer Mitschülerin auf der neuen Schule den Ordner und dann eben mein Zeug und habe das alles irgendwie so zusammengefasst, weil wir dann doch so ein bisschen was anderes hatten. Aber an sich hatte ich da dann auch viel nettere Kolleginnen, die mich viel mehr respektiert haben, die mir was beigebracht haben, von denen ich natürlich auch klar mal Ärger bekommen habe, aber dann auch wirklich gerechtfertigt, weil ich vielleicht wirklich was falsch gemacht habe, was mir schon erklärt wurde. Und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und ich möchte euch jetzt mit auf den Weg geben, wenn ihr euch so unwohl da fühlt, redet euch nicht immer wieder selber ein, so schlimm ist es nicht. Das wird schon wieder, ich komme da durch, ich beiße mich da durch, weil gerade wenn es darum geht, dass euch nichts beigebracht wird, seid ihr am Ende der Depp. Ihr seid dann diese ausgelernte Person, von der sehr viel erwartet wird und die das aber alles nicht kann. Und wenn die euch ärgern und so böse zu euch sind, wie die zu mir und zu den anderen waren, ja, dass die vor einem lästern und mit Absicht, dass man es hört, also einfach schlecht über einen redet, um einen fertig zu machen, dann lasst euch das nicht gefallen. Geht Konter oder geht zum Chef, aber lasst euch das nicht gefallen, lasst euch nicht in die Opferrolle drängen. Was ich auf jeden Fall auch nochmal gemacht habe, ja, war, dass ich am Schluss nochmal mit dem Chef gesprochen habe, mit dem Alten. Ich habe ihm nochmal ganz genau aufgezeigt, warum ich gehe und wie es anders besser gewesen wäre, einfach um den anderen Azubis, die nach mir kommen, dass die es vielleicht besser haben. Ja, ich wollte mich da einfach mit für stark machen, wenn ich mich jetzt schon für diesen Weg entschieden habe, dass er auch weiß, woran es liegt. Jedenfalls ist es wohl mittlerweile so, die eine davon ist in Rente und deshalb ist die andere, die so furchtbar schrecklich ist, jetzt wohl netter. Kann ich mir vorstellen, sie war auch immer netter, wenn diese andere Person nicht da war, aber im Grunde, ich rede eigentlich nie schlecht über Menschen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber bei ihr ist es wirklich, sie ist ein abgrundtief böser Mensch. Ihr müsst einfach so denken, wenn ihr solche Probleme habt, ja, und ihr immer hin und her gerissen seid, dann müsst ihr wirklich mal abwägen, könnte es, wenn ihr woanders seid, schlimmer sein? Diese Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Was ist, wenn es mich noch schlechter trifft? Was ist, wenn die Kolleginnen in der anderen Arbeit vielleicht noch schlimmer sind? Oder was ist, wenn die Chefs schlimm sind? Oder
Was ist, wenn ich gar nichts anderes bekomme? Was mache ich dann? Und diese Ängste sind normal, meiner Meinung nach, klar. Aber wenn ihr schon in einem Ausbildungsverhältnis seid, dann kann es euch eigentlich schon mal, zumindest nach der Probezeit, nicht passieren, dass ihr dann ohne nichts dasteht. Ihr bewerbt euch einfach und entweder es klappt oder es klappt nicht. Wenn es nicht klappt, habt ihr diese andere Ausbildung ja noch. Ihr seid ja noch da drin. Es klappt, dann ist es doch gut. Und ihr müsst einfach abwägen. Ihr müsst euch überlegen, kann es überhaupt schlimmer kommen? Denn nachdem dieser Vorfall da war, wo ich so vorgeführt wurde, vor diesen 4 Menschen, da noch so fertig gemacht wurde vom Chef, den es überhaupt nicht interessiert hat, wie meine Meinung ist, warum es so ist, der das gar nicht wissen wollte, der mich einfach fertig machen wollte vor den anderen. Sogar dann noch der Juniorchef kam und meinte, ja, er muss sich das jetzt anschauen, weil er da, weiß ich nicht. Ich vermisse auch heute noch ein paar Kolleginnen, mit denen ich da gearbeitet habe. Er sagt, es ist nicht alles scheiße gewesen da. Aber an sich war es eine sehr gute Entscheidung, da wegzugehen. Weil es wäre nicht besser geworden und wenn jemand so respektlos mit euch umgeht, nur weil ihr Azubis seid, nur weil ihr noch lernt, noch lernen wollt, dann hat er euch einfach nicht verdient. Und es hat sehr lange gebraucht, auch bei mir, das zu verstehen. Trotzdem war es die beste Entscheidung überhaupt. Ich bin viel glücklicher jetzt. Ich habe sogar mehr Freizeit. Ich war ja wirklich durchgehend müde nach diesem Jahr. Das war toll, einfach zu wissen, wann man Feierabend hat. Dass es einfach besser organisiert ist und nette Kolleginnen, mit denen man auch mal sowas sprechen kann, hat und wo man sich gegenseitig unterstützt. Das kannte ich vorher alles gar nicht. Und Sachen einfach selber machen kann, die man auch versteht, warum man sie macht. Sucht nach was Neuem, besonders wenn ihr aus der Pflege kommt oder aus dem medizinischen Bereich. Da werdet ihr mit Handkurs genommen, das versichere ich euch. Das ist einfach ein Fachkräftemangel. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die dazu bereit sind, diesen Beruf zu machen, weil er einfach auch nicht so mega gut bezahlt ist. Und deswegen traut euch sowas, habt Selbstbewusstsein, es wird alles besser, versprochen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir bitte auf jeden Fall in die Kommentare. Habt ihr schon ähnliche Sachen erlebt? Wenn ja, schreibt mir das auch in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren und ich denke, es wäre auch hilfreich für andere, einfach zu sehen, dass sie mit so einer Situation nicht alleine dastehen. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder wann ihr dieses Video eben schaut. Und hoffe, dass es euch gefallen hat und vor allem, dass es vielleicht ein bisschen hilfreich für euch war, dass ihr vielleicht aus meinen Fehlern so ein bisschen lernen könnt. Das ist nämlich meine Intention mit diesem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald!